Und dann kam jemand und sagte, wir müssen mehr Demokratie wagen. Kurz darauf folgte jemand, der dann auch den Wortschatz losließ, wer Visionen hat, muss zum Arzt gehen. Das hat uns damals sehr geschockt als ich sag mal, verhältnismäßig noch junge Sozialdemokraten, weil wir gesagt haben, wer muss denn jetzt zum Arzt? Wenn ich Visionen für ein Europa habe, was noch zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht da war, was ja erst im Entstehen war, denn bislang war es eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft vor der Mauer des Kalten Krieges. Und dann löste sich plötzlich etwas auf, mehr Demokratie wagen. Menschen gehen raus, junge Menschen sollen diese Resonanzräume erfahren. Sie sollen rausgehen, Europäerinnen und Europäer werden und merken, was Europa für sie irgendwie bedeutet. Und gleichzeitig, und damit gibt es natürlich schon das politische Europa, das Europa, wo wir Entscheidungen treffen müssen, die uns alle als Europäer irgendwie verbinden und auch beschäftigen sollten. Da geht es zum Beispiel für mich jetzt irgendwie um wir sind hier auch wieder an der Grenze, Belgien ist nicht so weit weg, die Energiefrage. Wir haben an der Aachener Grenze haben wir irgendwie das Atomkraftwerk Tihange. Ja, wir als Deutsche entscheiden, na, wir wollen keine Atomkraft mehr haben, wir möchten erneuerbare Energien. Ist ja alles schön und gut, aber die Frage ist, was bringt uns das, wenn nebendran die Ressourcen irgendwo anders ausgebeutet werden oder anders verwendet werden. Ja? Das heißt, es gibt einfach Themen, die wir, meiner Meinung nach, so gerne wir auch auf anderen Ebenen andere Sachen entscheiden, auf manche Sachen sollten wir gemeinsam als Europäer entscheiden. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie machen wir das? Wie sind wir verfasst? Was ist unsere Strategie dafür? Und wie kriegen wir die Menschen dazu? Und ich glaube, das ist auch dass das Gefühl schon da ist bei ganz vielen Menschen, aber sie gleichzeitig merken, naja, mitsprechen kann ich da ja irgendwie nicht auf der europäischen Ebene, wenn es um die politischen Fragen geht. Und ich glaube, da muss man, das wollte ich nur sagen, nochmal einen Unterschied machen zwischen dem, dass wir uns als Europäer fühlen und dass wir auch wirklich europäisch handeln können. Ich glaube, wir haben noch ein Jahr, in dem wir wirklich was bewegen müssen, ne, bis zu dieser Europawahl. Es kann nicht sein, dass das wieder so eine maue Wahlbeteiligung wird wie die letzten Male. Wer ist dafür verantwortlich? Wer kann das hinkriegen, dass bis dahin vielleicht mehr Europabegeisterung oder zumindest Interesse unter den Menschen herrscht? Wie können wir die Menschen dafür interessieren oder sollten wir das Ganze einfach den Parteien und den Politikern abgeben? Ich glaube, beide sind verantwortlich. Ich sehe und würde mir von den Fraktionen im Europäischen Parlament wünschen, dass sie profilierte Vorschläge machen, was sie für Europa tun wollen. Es kam schon der Vorschlag hier von einer gemeinsamen europäischen Sozialpolitik. Ja, fantastisch. Eine Fraktion, die genau dafür einsteht, die andere steht für was anderes ein, dass die Menschen wirklich noch eine Wahl haben. Das sehe ich auch mit als einen von vielen Gründen, warum so eine Politikverdrossenheit ganz allgemein so um sich greift. Dass die Menschen, ich jedenfalls, um von mir selber zu reden, nicht mehr so unbedingt den Eindruck habe, dass ich eine Wahl habe, ist ja eh alles so ein bisschen das Gleiche in Grün. Also mir geistern so immer so Wörter rum, es heißt, also was können wir jetzt als Deutsche als das Beste aus Europa rausholen für uns? Ja, wir haben immer einen sehr egoistischen Blick auf Europa. Ja, ob das die Italiener, die Griechen, die Deutschen sind, was kann Europa uns geben? Und ich glaube, diesen Blick, den müssen wir auch ändern. Ja, also nicht vielleicht, was können wir Europa geben, ja, aber zumindest halt auch zu überlegen, dass es andere Menschen gibt in Europa, nicht nur Deutsche, nicht nur Holländer, die ein genau dasselbe Recht und denselben Wunsch an Europa haben. Ja. Und wenn wir alle Egoisten sind und das Beste für uns rausholen wollen, dann fährt Europa gegen die Wand. Und das funktioniert so nicht. In genau einem Jahr, am 26. Mai des Jahres 2019, sind europäische Wahlen und wir müssen alle erreichen, damit wir möglichst eine hohe Wahlbeteiligung haben, damit Nationalisten und Populisten eben nicht sozusagen ein stärkeres Sagen bekommen im Europäischen Parlament in der nächsten Legislaturperiode. Dafür müssen wir uns alle anstrengen. Und ich glaube, dieser Dom hier ist ein gutes Zeichen und eine gute Chance, dass wir das miteinander weiter voranbringen. Es nutzt nichts zu klagen, was alles nicht funktioniert, sondern wir müssen das tun, was funktioniert. Und dass wir heute eine solche Diskussion hier haben, ist wunderbar. Und dafür sage ich euch ein ganz herzliches Dankeschön und gebe weiter an den Nächsten. Ich finde den Gedanken, dass die Menschen, die bei uns jetzt Zuflucht finden, Gott sei Dank Zuflucht finden,
nicht nur wirtschaftlich nutzbar sind, wie du sagst, oder auch innereuropäisch holen wir Jugendliche nach Deutschland, weil wir sie brauchen und die Regionen verarmen dadurch. Die geflüchteten Menschen, die bei uns Zuflucht finden, Gott sei Dank, sind alles hoffentlich in 2, 3, 5, 10 Jahren, wann auch immer die Situation sich vor Ort möglicherweise wieder besser darstellt, Botschafter. Botschafter eines gesellschaftlichen Lebens, was sie hier bei uns kennenlernen, einer Demokratieform, die sie hier kennenlernen, die sie dann hoffentlich, wenn sie noch nicht entwickelt ist in den jeweiligen Ländern, schmerzlich vermissen und vor Ort vorantreiben. Das ist ein großer Wunsch, eine große Hoffnung und ich denke auch eine wesentliche Möglichkeit. Und deshalb sollten wir die Menschen, die hier sind, sei es innereuropäische Menschen, die hier sind, sei es sind Menschen aus Asien, aus Kriegsgebieten, sollten wir die tatsächlich freundlich begrüßen, sollten die nicht unbedingt integrieren in der Weise, dass die einer von uns in Anführungszeichen werden oder uns gleichgemacht werden. Nee, wir sollten sie akzeptieren, so wie sie sind, sollten sie hier leben lassen, sollten versuchen, sie kennenzulernen, weil wir gegenseitig voneinander lernen können, um sie möglicherweise später als Botschafter wieder in ihren Ländern, ich will nicht sagen benutzen zu können, das ist auch wieder so ein egoistischer Move dahinter, einfach um die Welt zusammenrücken lassen zu können. Das wäre ein Aspekt, der aus dem ganz, ganz Blöden, was wir jetzt die letzten Jahre erleben mussten, Syrien und Co., als Positives erwachsen könnte. Ich glaube, dass Europa eben mehr als irgendwie diese Staatengemeinschaft und eben eigentlich die Idee. Ja? Und die Idee ist eben sozusagen eine Wertegemeinschaft zu sein, die eben genau für Freiheit, für Menschlichkeit, für Menschenrechte und so weiter steht. Und das wirkt auch nach außen. Ja, und wenn wir das selber nicht wenn wir da nicht zeigen, oder ich glaube, es ist verpflichtet zu zeigen, dass wir diese Werte leben, dass wir Vorbild sind und eben dann eben auch sagen, dass jetzt jemand aus dem Iran hier eben sich auch entfalten darf, der die Möglichkeit bekommt. Was er dann da aus seinem Leben macht, das ist gar nicht unsere Verantwortung. Ja, also ob er wieder zurückgeht oder nicht, aber wir als Europa stehen doch in dieser Idee, dass wir Leute zu mündigen, zu Bürgern machen wollen, die frei und sozial gerecht und lebenswert sozusagen mit uns zusammen die Welt gestalten. Ja? Und das ist auch völlig egal im Endeffekt, wenn man jetzt mal wirklich diesen Kontinent Europa weglässt, ist es die Idee Europas, die eigentlich zählt. Wir haben die jetzt sozusagen für uns eingegrenzt als ersten Schritt auf Europa. Wir hatten das in Bonn, glaube ich, wurde das so schön gesagt, wir können das eigentlich viel weiter denken. Ja? Also dass wir alles reden, wie wir halt, ja, das hat überhaupt nichts mit Europa an sich zu tun, mit dem Kontinent, sondern natürlich mit dem, wie wir zusammen leben wollen. Dann kommt man ganz schnell natürlich außerhalb des europäischen Kontinents auf die globale Ebene. Die Gleichheit vor dem Gesetz ist natürlich absolut wichtig, aber die Gleichheit im Individuum ist kein Ziel. Erstmal ist es vollkommen illusorisch und zweitens halte ich das auch für schädlich, weil in der Vielfalt einfach auch die Stärke liegt. Und wir müssen einfach lernen, miteinander umzugehen. Das mache ich ja jeden Tag mit meiner Frau. Die ist nicht wie ich. Die ist die ist anders. Und da wird verhandelt. Und wir müssen einfach Respekt lernen und auch dem anderen zuhören und auch ihm zugestehen, dass er seine Meinung hat und seine Interessen vertritt. Und dann offen sein und da einfach Methoden finden, dass wir das ordentlich miteinander arrangieren können. Dass wir Methoden finden, wie wir eine gute Kommunikations- oder Diskussionskultur oder Streitkultur entwickeln können, uns da auch dran zu halten. Und das Ziel ist nicht die Gleichmacherei, sondern voneinander zu lernen und unter Umständen sogar viel stärker zu sein, eben durch die Vielfalt. Die Antwort auf diese Sorge der Wahlmüdigkeit, der Europamüdigkeit liegt vielleicht zum Großteil darin, dass wir wirklich mehr vor Ort machen und diese konkrete Arbeit bei den Bürgern verstärken, dass jeder bei sich selber anfangen muss und europäische Projekte lancieren muss. Ich denke, ich arbeite in der Schule, beispielsweise einen Schüleraustausch. Wir hatten im Mai eine Klasse aus Frankreich da. Das war großartig, wie junge Menschen aus 2 Ländern 2 Wochen gemeinsam verbracht haben. Das ist doch Europa. Davon brauchen wir mehr. Sportvereine, Fußballturniere zwischen der einen Stadt auf der linken Seite der Grenze und der Stadt auf der rechten Seite der Grenze. Die treffen sich, das hat spielerischen Charakter, die verbringen Zeit miteinander. Das ist doch Europa. Mal einfach hinter die Grenze zu gucken. Und vielleicht gewinnt durch solche Aktionen Europa wieder an Inhalt und an Bedeutung für die Menschen, indem sie das einfach erleben. Das macht Spaß, das ist interessant,
Das andere ist anders. Es ist auf den ersten Blick vielleicht komisch, aber es ist auch nicht verkehrt. Ich bin ja irgendwie auch anders und vielleicht auch ein bisschen komisch. Und ich glaube, dass das zumindest für Europa in solchen konkreten Aktionen eine Antwort liegen könnte. Wenn Menschen miteinander ins Gespräch kommen, ja, merken sie, dass sie eigentlich sehr gleich sind. Dass sie denselben Antrieb haben, vielleicht andere Lösungsvorschläge haben, aber über das Miteinander ins Gespräch kommen, über den Dialog. Wir brauchen Resonanzräume gegenseitig, wir müssen uns hören, wir müssen uns verstehen. Das ist die Grundlage. Und ich glaube, das ist eins der Punkte, die wir sicherlich aus Wesel mitnehmen können, dass das existenziell wichtig ist, im Kleinen, in der Familie, aber halt auch im Großen, in Europa, über Grenzen hinweg miteinander zu reden, ins Gespräch kommen. Wir müssen es irgendwie schaffen, auch einen nationalen, interkulturellen Dialog anzustoßen. Und was ich meine mit unterschiedliche Kulturen, ist zum Beispiel die Kultur meiner Peer Group, also irgendwelche Akademiker in der Hochschule, und der Kultur des Kleingartenvereins und die Kultur der Feuerwehr und die Kultur des Malochers im Stahl ja, gibt es nicht mehr. Aber und das ist einfach etwas, was mir so ein bisschen fehlt. Ich rede eigentlich immer mit den Leuten aus meinem Kulturkreis und es gibt einfach keine Durchmischung. Und das fände ich einfach toll, wenn wir das in der Schule schon den Kindern beibringen würden. Vielleicht schon ganz früh und ganz lange, schon in der Grundschule. Dass da auch nicht da schon angefangen wird, so, ich meine, da gibt es ja Elitenbildung schon in der Grundschule. Wir hatten mal ein Beispiel von einer Schulleiterin, die hat gesagt, ich weiß schon in der ersten Schulklasse, wer aufs Gymnasium kommt und wer auf die Hauptschule geht. Und das sind Dinge, die wir durchbrechen müssen. Und dann auch wirklich dort schon den Diskurs üben. Die auch es auszuhalten, anders zu sein, auch die Andersartigkeit des anderen auszuhalten, den Mut zu haben, seine eigene Meinung zu äußern und auch, sagen wir mal, sein Selbstwertgefühl aus sich selbst heraus entwickelt und nicht aus seinem sozialen Status oder seiner Meinung oder der Zugehörigkeit der Peer Group. Sodass wir mündige Bürger werden und daraus in der Lage sind, aus diesem stabilen Fundament, was wir in uns tragen, eben die guten Entscheidungen mit anderen zusammen im Kompromiss zu treffen. Es ist wirklich wichtig, dass wir nicht nur die Menschen politisch erreichen, sondern dass wir deren Herzen erreichen. Dass sie das Gefühl haben, ja, dieses Europa ist uns wichtig. Wenn sie es nur im Kopf haben, reicht es nicht aus. Das beweist eben die Geschichte, die ich eben gehört habe. Das war ja eine sehr bewegende Geschichte. Und die ging zu Herzen, die ging nicht in den Kopf, die ging dahin. Und das ist der entscheidende Schlüssel, glaube ich, dass wir in Europa versuchen müssen, die Menschen zu erreichen in ihrem Herzen und nicht nur die Köpfe. Die Politik ist nicht unwichtig, keine Frage, bin ich völlig d'accord. Aber solange wir die Herzen nicht erreichen, die Köpfe alleine reichen nicht aus.